Moin Leute, willkommen wieder zu einer neuen Folge Showtime. Heute präsentiere ich euch Ace, den Bruder von Ruffy. Dann lasst uns gleich mal loslegen. Let's go! Angefangen habe ich mit der Base. Die Base wollte ich genauso machen vom Farbstil wie bei Ruffy. Daher habe ich genau die gleichen Farben verwendet. Die zeige ich euch hier aber gerade nicht. Aber wer das Ruffy-Video gesehen hat, der kennt die Farben. Falls nicht, könnt ihr es hier nochmal nachschauen. Ich dachte mir, ich mache dann das Ganze dann einheitlich. Sprich, wenn beide Statuen nebeneinander stehen, dass das so aussieht, als ob sie auf einer Felslandschaft stehen. Das hat alles auch soweit geklappt. Und der Fels sah genauso aus wie der von Ruffy, bis ich wieder mit einer Weltidee um die Ecke kam. Hey Leute! Sorry, dass ich euch unterbreche, aber das wollte ich euch kurz erzählen. Und zwar hatte ich die Base schon komplett fertig. Und dann kam mir Idiot die Idee, oh, an der Base, da mache ich jetzt hier nochmal schön Lava an den Stein dran vorbei und sowas, weil der Typ ja mit Feuer ist und so. Und sowas habe ich noch nie gemacht. Also habe ich damit jetzt angefangen. Und so sieht das jetzt momentan aus. Das sieht so mal richtig kacke aus. Ich glaube, hier habt ihr nochmal irgendwo die Nahaufnahme davon. Was ich euch eigentlich nur damit mitgeben möchte oder erzählen möchte, ist, wenn man sowas noch nie gemacht hat und man das erste Mal das macht, dann ist man sich total unsicher, ob das gut wird oder nicht. Ihr wisst es jetzt schon, ob das jetzt hier klappt oder nicht. Wenn es klappt, dann seht ihr es im Thumbnail oder habt ihr es gesehen. Wenn es nicht klappt, habe ich das Teil neu gemacht. Ich wollte eigentlich damit nur erzählen, habt keine Angst, was Neues auszuprobieren. Wenn es schief läuft, oh Gott, dann ist das so, dann muss man eben den Mehraufwand in Kauf nehmen. Und wenn es klappt, dann hat man was gelernt. Und selbst wenn es daneben gegangen ist, hat man auch was gelernt. Also, lass uns weitermachen. Also, damit ich mein Ziel erreiche, habe ich mir gedacht, überall in den Rissen des Felses will ich ja Lava reinhaben. Das bedeutet, ich habe dann Weiß extrem dünn angemischt, so dass das fast flüssig ist und habe das dann über die Risse laufen lassen. Und tatsächlich hat das ganz gut geklappt. Natürlich muss die Farbe erstmal jetzt trocknen, das dauert eine ganze Zeit lang, weil so nass wie das Ganze war. Also habe ich mir in der Zwischenzeit Weiß wieder angemischt und habe fast alle Teile der Statue damit geairbrushed. So, und nun geht's an die hässliche Base ran. Angefangen habe ich mit einem Demonic Yellow von Army Painter. Damit habe ich überall, wo weiß ist, mit Gelb drüber gebrushed. Und klar, man brusht auch die Stellen, die nicht geairbrushed werden sollten. Aber anders geht's erstmal nicht. Und ganz zum Schluss bessern wir das sowieso aus. Also erstmal drüber, so dass alles gelb ist. Nachdem das erledigt ist, habe ich gleich angefangen, den Hautton zu machen. Dafür habe ich alle Teile mit einem Violett geairbrushed. Nachdem alles getrocknet ist, habe ich dann angefangen, mit dem ersten Hautton vom Fairy Flash Set alles zu airbrushen. Und jedes Mal, wenn ich das hier gerade so sehe, denke ich mir, Mann, du musst echt mal ein Tutorial machen, damit alle, die zuschauen, das nachmachen können. Weil es ist ziemlich simpel und ihr werdet dadurch richtig gute Resultate bekommen. Als nächsten Schritt verwenden wir Orcish Dermis. Damit airbrushen wir alle Stellen, wo Schatten sind. Wenn wir dies erledigt haben, dann nehmen wir als nächsten Schritt wieder ein Hautton vom Fairy Flash Set, aber dieses Mal ein helleres, und airbrushen überall dort, wo Highlights sind. Also sprich dort, wo das Licht einfallen würde, wenn es von oben auf eine Statue scheinen würde. Als nächsten Step verwende ich den gleichen Hautton, den ich gerade eben verwendet habe, und mische ihn mit einem helleren Hautton auch vom Fairy Flash Set zusammen. Beides im Verhältnis 50-50, sprich also 50% von dem einen Farbton, 50% von dem anderen Farbton. Und die gleiche Menge an Wasser noch dazu mischen. Dann habt ihr genau das richtige Verhältnis. Und damit habe ich dann auch nochmal
die Highlights geairbrushed. Und es geht auch gleich schon weiter. Zwischenzeitlich habt ihr ja schon gesehen, dass ich die Flammen vollflächig mit Gelb geairbrushed habe. Und danach habe ich alle Stellen, die weiter herausstechen, mit einem transparenten Orange geairbrushed. So, und nun kommen wir wieder zurück zur Base. Da habe ich das gleiche Orange genommen und habe versucht, überall ein bisschen Orange drauf zu brushen. Aber so, dass man noch genug Gelb sieht. Danach habe ich ein transparentes Rot genommen und habe auch überall dort, wo ich schon das Orange drauf geairbrushed habe, mit Rot geairbrushed. Aber da müsst ihr aufpassen, wie viel ihr macht. Nicht so viel wie das Orange, ein bisschen weniger. So, dass man ein schönes Verhältnis hat. Das gleiche habe ich dann versucht auch bei der Base umzusetzen und habe überall ein bisschen Rot mit rein geairbrushed. Und ich muss zugeben, nachdem ich dieses Rot noch dazugefügt habe, gefiel es mir mittlerweile richtig gut. Also fing ich daraufhin gleich an mit einem Grau, was ich für die Base sowieso schon verwendet habe, den Übergang zwischen Fels und Lava erst zu brushen, sodass ein besserer Übergang entsteht. Und nachdem ich das erledigt hatte, sah das schon richtig gut aus. Und ich habe dann noch auf der Lava selbst nochmal mit Schwarz ein bisschen geairbrushed, dass das Ganze so ein bisschen dunkler aussieht. Und mit dem gleichen Schwarz habe ich dann bei den Flammen ein paar Highlights gesetzt. Nur so überall auf den Spitzen ein bisschen mit Schwarz drauf. Das gibt so einen schönen Touch. Zu guter Letzt habe ich die Base mit einem Seidenglanzklarlack geairbrushed. Und die Flammen habe ich dann mit einem Hochglanzklarlack geairbrushed. Und damit haben wir die Base und die Flammen fertig. Und jetzt kommen wir zu den ganzen Kleinteilen. Und ich bin ja immer ehrlich und ich muss zugeben, am Anfang, als ich diese Statue machen wollte, habe ich gedacht, ach, die ist schnell gemacht, da brauche ich nicht viel Zeit. Tja, da habe ich mich aber wie zu oft schon ins eigene Fleisch geschnitten. Da denke ich auch immer bei anderen Statuen, das geht mal eben ganz schnell und dann kommen die Kleinteile. Nicht, dass es schwer ist, aber die halten zeitlich ein total auf. Und Zeit ist etwas, was ich kaum habe. Nichtsdestotrotz müssen wir uns die Zeit nehmen, um bei den kleinen Teilen genau zu arbeiten. Denn wenn man versucht, das schnell zu machen, dann wird das in den meisten Fällen nichts. Bestes Beispiel dafür ist auch dieser Armbereich. Da müsst ihr am besten einen dünnen Pinsel nehmen und euch wirklich Zeit lassen, die verschiedenen Farben da drauf zu machen. Bei den Stiefeln habe ich ein Shining Silber von Army Painter genommen und habe damit dann die Details bemalt. Das war aber in diesem Fall nicht viel, das war dieser eine Streifen und auch einmal die Kreise an den Seiten von den Stiefeln. Danach habe ich einen Lederbraun genommen und habe damit verschiedene Teile bemalt. Als erstes habe ich angefangen, den Gürtel von der Hose damit zu bemalen. Mit dem Braun habe ich aber auch die Bänder von seiner Mütze bemalt. Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht aufgenommen habe. Naja. Des Weiteren habe ich noch seinen Ellbogenschützer und diese Streifen von der Scheide vom Dolch damit bemalt. Als ich das fertig hatte, habe ich dann auch gleich mit dem Dolch weitergemacht. Ich hatte den Außengriff vom Dolch auch mit dem Braun gemacht und habe die Innenseite dann vom Griff mit einem roten Leder bemalt. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, der Dolch ist echt mühselig gewesen. Die Seitenteile habe ich dann mit einem Gold bemalt, genauso wie diese Kugeln an der Scheide. Und das Ende des Griffes habe ich dann mit einer Metallfarbe von Vallejo bemalt. Und das ist natürlich noch lange nicht das Ende von diesem ganzen Kleinkram. Als nächstes habe ich mich an diesen Gurt am linken Hosenbein ran gemacht. Zuerst habe ich ihn weiß bemalt und danach bin ich mit Blau drüber gegangen, mit dem gleichen Blau, womit ich auch die Tasche bemalt habe. Das Ganze sah mir aber so eintönig aus, also habe ich ein Weiß genommen und habe damit dann leicht über die Tasche und über den Gurt drüber gebrusht. Dann sieht das ungefähr so aus, als ob man so einen Jeans-Look hätte. Danach habe ich wieder die gleiche Metallfarbe genommen, die ich auch beim Dolch verwendet habe und habe damit die Schnalle vom Gurt, aber auch die große Schnalle von seinem Gürtel gemacht.
Und des Weiteren habe ich damit auch die Rückseite von seinem Talisman bemalt. Apropos Talisman, beim Talisman habe ich diesen Schädel erstmal mit einem Decktarn bemalt und bin dann im Anschluss mit einem Skeleton Horde von Citadel drüber gegangen, indem ich ganz leicht drüber gebrusht habe. Enemy-Figuren haben ja überall am Körper immer diese kleinen Striche. Oft werde ich gefragt, wie ich die denn am besten mache. Klar, man kann es natürlich mit einem Pinsel machen, aber ich möchte es immer einfach halten. Dementsprechend verwende ich einen Filzstift. Ich verwende diese Sakura Filzstifte. Ich verlinke euch das Ganze unten in der Videobeschreibung und falls ihr was darüber kauft, dann unterstützt ihr meinen Kanal damit und müsst keinen Cent dafür mehr bezahlen. Als nächstes habe ich mich an seine Tattoos gemacht. Angefangen habe ich mit dem Rückentattoo. Da kann ich euch von vornherein schon sagen, lasst euch bitte Zeit damit. Ich habe mit einem Schwarz angefangen und habe die Umrisse vom Tattoo damit gemacht. Da müsst ihr ganz vorsichtig sein, weil wenn ihr drüber malt, dann sieht das Ganze nicht mehr gut aus. Nachdem ich die Umrisse fertig hatte, habe ich dann die Augen, den Schnurrbart und die Zähne in weiß bemalt. Und zu guter Letzt habe ich natürlich die restliche Innenfläche mit lila bemalt. So den Ablauf kurz mal erzählt, hat aber extrem lange gedauert. Im Gegensatz zu seinem Tattoo auf dem Arm, da habe ich am Anfang gedacht, das dauert viel länger, aber das ging relativ fix. Was ihr dafür braucht, schwarz, ganz dünnen Pinsel und ein bisschen Geduld. Und vom Letzteren braucht ihr eine ganze Menge beim Gesicht. Ich hatte anfangs eigentlich vor, euch das ganz genau zu zeigen. Und da ich so ein Mega-Creator bin, habe ich einfach die Hälfte des Gesichts nicht mit aufgenommen. Großartig. Aber es steht sowieso auf meiner To-Do-Liste, dass ich ein Tutorial für Bemalung von Augen machen möchte. Damit ist das jetzt nicht ganz so tragisch, dass das jetzt passiert ist. Und somit haben wir alle Teile jetzt fertig. Und ganz ehrlich, jetzt kommen wir zu dem Part, den ich am meisten feiere. In der Zeit, wo ihr jetzt seht, wie ich die ganze Statue zusammenklebe und zusammenbaue, möchte ich nochmal zum Abschluss erwähnen, obwohl ich gedacht habe, dass das echt ein großer Fehler mit der Base war, ist es zum Schluss richtig gut geworden. Was ich euch damit sagen möchte, probiert ruhig was aus. Ihr werdet manchmal überrascht sein, was ihr zustande bekommt, auch ohne viel Erfahrung zu haben. Das Wichtigste ist, es einfach auszuprobieren. In meinem Fall bedeutet das, ich habe meine Erfahrungen jetzt mit Lava bemalen gemacht. Und wenn ich das nächste Mal Lava bemale, weiß ich schon ein, zwei Sachen, die ich anders machen würde. Und das ist auch eine Sache, die am meisten Spaß bringt an diesem Hobby. Man lernt von Modell zu Modell dazu. Also traut euch ruhig was auszuprobieren. Wenn es daneben geht, shit happens. Dann einfach weitermachen. In diesem Sinne möchte ich mich bei jedem von euch für eure Unterstützung bedanken. Wenn euch Ace gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like und ein Abo da und teilt gerne auch das Video mit euren Freunden. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Finale dieser Showtime-Folge. Und wie immer, bis zum nächsten Mal. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.